Okay, meine Freunde, nachdem wir letztes Mal uns eine relativ entspannte Runde gegeben haben, können wir uns dieses Mal so richtig fetzen. Und zwar geht es heute um genau das hier. Arrays und Vektoren. Und ja, ich weiß, wir haben dazu schon ein Video gemacht. Es geht heute weder um Arrays noch Vektoren an sich, sondern es geht darum, wie ihr darauf zugreift. Nämlich mit Schleifen. Und ja, übrigens eine kurze Sache. Ihr könnt Vektoren und Arrays direkt ausgeben, wenn ihr Doppelpunkt Fragezeichen schreibt und dann eben das Array und den Vektor ausgeben wollt. Das funktioniert soweit. Aber wir müssen trotzdem eventuell mal durchlaufen durch ein Array oder einen Vektor. Und wir wollen uns angucken, wie das genau funktioniert. So, es gibt allerdings auch noch eine weitere Schleife in Rust, die nur in Rust existiert und die wollen wir uns einmal angucken. Also, wir starten mit genau dieser Schleife, die es nur in Rust gibt, und zwar folgendes. Nehmen wir einfach an, wir haben einen Mut-Counter. Ja? Ich nenne den Mut-Counter ist gleich 0. So. Dieser Mut-Counter ist jetzt mein Zähler für eine Schleife und das zeigt relativ schnell, wie wir das eigentlich benutzen können und wie wir generell Schleifen benutzen. Denn was wir machen ist, wir sagen hier let result gleich loop. So, diese Schreibweise erinnert euch vielleicht an das if von letztem Mal. Und ja, auch die braucht unten ein Semikolon, damit man auch am Ende was zuweisen kann. Und diese Loop ist im Endeffekt eine Schleife, die so lange ausgeführt wird, bis wir ein Stoppsignal bekommen. Und genau das machen Schleifen immer. Man führt sie unendlich lange aus, bis eine gewisse Bedingung eintritt. Und naja, Bedingungen kennt ihr aus dem letzten Video, deswegen wollte ich Ifs und Bools vorher behandeln. Also, eine Bedingung kann alles Mögliche sein, nur sollten wir halt schauen, dass wir nicht hier direkt sagen, hey, hör mal auf die Schleife zu machen, weil dann brauchen wir keine Schleife. So, wir sollten natürlich ein paar Mal irgendwas machen, damit hier irgendwas Cooles passiert. Zum Beispiel unseren Counter vergrößern, plus gleich 1. Damit erhöhen wir den Counter genau um 1. Ist im Endeffekt dasselbe, wie wenn ich schreiben würde, Counter ist gleich Counter plus 1. Ist genau dieselbe Schreibweise, nur dass ich mir hier halt eben einiges spare. Deswegen sage ich hier, Counter wird vergrößert um 1. Das ist diese Schreibweise hier. Okay, jetzt, was ich machen möchte, ist, ich sage zum Beispiel, okay, mach mal bitte hier genau das, Counter plus gleich 1. Und zwar so lange, wie der Counter kleiner ist als 10. Und wenn der Counter gleich 10 ist, also Counter gleich 10, dann mach mal bitte was anderes. Und zwar gehen wir hier rein und hier beenden wir jetzt unsere Schleife. Hier sagen wir, aha, jetzt weiß ich, wie groß mein Ergebnis sein sollte. Und dann gebe ich das sozusagen aus in meine Variable Result. Das heißt, ich kann hier einfach schreiben, break mit einem gewissen Wert. Also in dem Fall zum Beispiel Counter mal Counter. So. Counter mal Counter. Das wäre quasi Counter zum Quadrat, was relativ offensichtlich ist, weil wir es genau machen bis 10. Das heißt, hier steht am Ende 10 mal 10, sprich, wir könnten gleich hier 100 eintragen. Aber das ist nur zur Demonstration für euch. Und ja, das ist ein konstruiertes Beispiel. Ich weiß. So, wir fügen hier einmal den Wert Result ein und geben den mal kurz aus. Okay. Und jetzt muss ich einmal kurz wieder mein Backup-Programm beenden. Dieser Wert wird jetzt berechnet durch eine Schleife. Jetzt, was ist passiert? Wir kriegen hier 100 als Wert raus, wie ich schon gesagt habe. Das heißt, wir führen das aus, bis unser Counter 10 ist und geben dann 10 mal 10 zurück. Naja, was genau das macht, ist folgendes. Wir sagen hier Loop, also Schleife, also für alles, was innerhalb dieser geschweiften Klammern steht, von hier bis hier, so lange aus, bis ich keinen Bock mehr drauf habe. Und Break sagt, dass ich keinen Bock mehr drauf habe. Sprich, für alles aus, bis du zu einem Break kommst. Und zwar von oben nach unten und dann wieder von oben nach unten, dann wieder von oben nach unten. Die ganze Zeit. Ja? Das heißt, was wir haben ist, Counter ist 0. Also sagen wir Counter plus gleich 1. Sprich, Counter wird um 1 vergrößert, also 1. Wir gucken, ist Counter gleich 10? Nee, ist er nicht, also wieder von vorne, weil wir hier unten angekommen sind. Springen wir wieder nach oben, Counter plus gleich 1, 2 diesmal. Ist Counter gleich 10? Nee, er ist 2, also machen wir das nochmal. Wir gehen wieder hier hoch und sagen wieder Counter plus gleich 1 und so weiter und so fort. Wir gucken, jedes Mal ist unser Counter 10? Nee, also machen wir ihn 1 größer. Ist er 10? Nee, und so weiter und so fort. Und wenn er dann 10 ist,
dann wird diese Bedingung hier ja wahr. Das haben wir letztes Mal besprochen. Sprich, hier kommt jetzt True raus. Und wenn True rauskommt, dann wird gebrochen. Also die Schleife wird beendet und zwar mit der Aussage Counter mal Counter, was genau das Ergebnis ist, das ich dann in mein Result reinschreibe. So, und das ist die Variante, wie wir hier eine Schleife bilden. Das ist die Schleife, die ist übrigens so zumindest mit diesem Schlüsselwort habe ich das, glaube ich, noch in keiner anderen Sprache gesehen, also mit dem Schlüsselwort Loop wirklich. Die meisten Sprachen benutzen andere Methoden und natürlich kann man das so bauen, also anders bauen. Man kann all das hier nachbauen mit einer While und mit einer For-Schleife, aber es ist trotzdem eine sehr intuitive Art und Weise, weswegen ich es auch gerade zum Erklären von Schleifen benutzt habe. Jetzt ist das natürlich nicht immer so einfach. Wir können nicht einfach immer sagen, hey, wir führen eine Schleife so lange aus, bis wir hier zu einem Ergebnis kommen, sondern manchmal wollen wir auch mit etwas arbeiten, was wir schon haben. Und hier kommen jetzt diese Arrays und Vektoren ins Spiel. Und dazu möchte ich euch zwei Beispiele geben. Und zwar einmal die While-Schleife und einmal die For-Schleife. Es gibt mehrere Möglichkeiten, wie man mit While-Schleifen und For-Schleifen arbeiten kann. Die While-Schleife wird normalerweise benutzt, um eben sowas zu machen, wie das, was wir hier unten gemacht haben, nur ohne, dass wir einen Wert zuweisen wollen. Also, ich kann sagen, while, zum Beispiel, nehmen wir oben drüber uns mal eine Number. Let mut Counterino ist gleich 42. So. Und solange unser Counterino nicht 0 ist, gleich 0, wollen wir was machen? Naja, solange er nicht gleich 0 ist, also ungleich 0 ist, das ist wichtig, dass wir das so machen, weil ansonsten wird die Schleife einfach gar nicht ausgeführt. Kann ich euch auch gleich mal zeigen, aber es ist im Endeffekt, ja, es wird halt einfach nicht ausgeführt, weil es halt nicht 0 ist. Solange also diese Bedingung hier wahr ist, führe diese Schleife aus. Das ist so ein bisschen das Gegenstück zu dem, was wir hier bei Loop gemacht haben. Zeige ich euch sofort, was da der Unterschied ist. Und wir printen jetzt, print line, einmal ganz kurz unseren Counterino. So. Okay, also was passiert hier? Naja, erstmal würde das hier unendlich laufen. Ich zeige euch, was hier wirklich bei passiert jetzt erstmal. So. Seht ihr, was passiert? Ich kriege unendlich lange 42 ausgegeben. Achtet hier drauf, das springt die ganze Zeit. Dieses Programm wird niemals zu Ende laufen. Niemals. Weil wir geben hier wirklich unendlich lange nur 42 aus. Klar, wir geben ja jedes Mal Counterino aus, sofern Counterino nicht gleich 0 ist. Was wir also unbedingt machen müssen, ist wieder mal, wie hier unten auch, unseren Counter oder Counterino in dem Fall zu verringern. Also sagen wir Counterino minus gleich 1. In unserem Fall jetzt. Und was das jetzt macht, ist folgendes. Wir kompilieren einmal ganz kurz und führen das aus. Wir fangen an, 42 auszugeben, dann 41 und so weiter und so fort. Und irgendwann geben wir dann 10, 9, 8, 7, 1 aus. Und dann sind wir fertig. So, warum 1? Naja, lasst uns einmal ganz kurz durchgehen. Wir starten mit 42, dann gehen wir hier rein und gucken, ist denn Counterino 0? Weil wenn er 0 ist, hören wir auf mit der Schleife. Das ist quasi mein Break. Das ist, als würde ich hier sagen, if Counterino gleich 0, Break. So, das ist genau dasselbe. Nur, dass wir hier eben sagen, führe das aus, solange das hier eben gilt. Also führe das aus, solange Counterino nicht 0 ist. Weil hier, ne, ungleich 0. Okay. Naja, wir geben also 42 aus, dann machen wir es 1 kleiner. Wir geben 41 aus, machen 1 kleiner und so weiter und so fort. Und irgendwann sagen wir, wir haben Counterino auf 1, was ja immer noch ungleich 0 ist. Wir geben 1 aus und dann verringern wir den Wert um 1 und dann sind wir bei 0. Sprich, das nächste Mal, wenn wir hier oben starten, springen wir hier runter und führen die Schleife nicht nochmal aus, weil dann ist es gleich 0. Also sprich, bei 0 führen wir die Schleife nicht nochmal aus und deswegen kriegen wir hier auch nur die 1 ausgegeben und nicht die 0. Weil wenn es 0 ist, dann gehen wir hier schon gar nicht mehr in die Schleife rein. Ja? Anders wäre das, wenn ich dieses Counterino minus gleich 1 hier oben hinschreibe. Denn dann wird natürlich zuerst der Wert um 1 verringert und dann wird ausgegeben. Sprich, ich fange an mit 41 als Ausgabe. Und höre auf mit 0 als Ausgabe, weil ich verringere den Wert zuerst. Also sprich, das letzte Mal, wenn wir reingehen, ist Counterino 1. Dann verringern wir den Wert. Aber wir führen trotzdem noch bis hier unten, bis zum Ende der Schleife oder bis zum Ende der geschweiften Klammern aus.
Also Wert ist 0 gesetzt, wir geben 0 aus und dann sind wir unten angekommen. Dann prüfen wir, ob es gleich 0 ist. Ja, es ist gleich 0, also nicht nochmal weiter ausführen, wir springen hier runter. So funktioniert im Endeffekt die While-Schleife. Jetzt ist das genau das Gegenstück zu Loop. Ja? Hier sagen wir, solange diese Bedingung gilt, führe diese Schleife aus. Bei der Loop hier unten sagen wir, führe diese Schleife aus. Und zwar so lange, bis wir zu einem Break kommen. Oder bis eben irgendeine Bedingung gilt und wir dann zu einem Break kommen. Sprich, solange diese Bedingung nicht gilt, führen wir die Loop hier aus. Hier oben sagen wir, solange diese Bedingung gilt, führen wir diese Loop aus. Also die sind quasi so ein bisschen Counterparts, wenn man so möchte. Relativ intuitiv eigentlich und beide arbeiten mit ihrem eigenen Szenario. Okay, übrigens, wenn ich jetzt hier zum Beispiel sage, let x gleich, dann wird das erstmal so. Und jetzt printen wir, wisst ihr was, wir machen das hier einmal nach oben und printen hier einmal kurz x raus. Jetzt müssen wir hier aber noch irgendwie breaken. Und zwar if counterino gleich 0, break mit, sagen wir, 42, okay? Dann sehen wir relativ direkt, dass wir hier das nicht so machen können, das wird nicht funktionieren. Also sprich, ist die große Frage, was ist denn eigentlich mein Ergebnis, wenn ich hier, versuche, diese While-Schleife auszuführen, deswegen kriegen wir hier auch, x ist halt, sowas hier, so eine Art, es ist auch keine Funktion. Na, auf jeden Fall, es funktioniert ja einfach nicht. Ne? Wenn ich das jetzt ausführe, dann sehen wir hier, aha, wir können das Ganze nicht ausgeben, weil es an sich nicht funktioniert. Wir können dieses let x zwar drin lassen, aber x ist dann halt einfach unbenutzt. X, ist never used. Und naja, wir machen das jetzt einmal mal weg. Das bringt an sich nicht wirklich was. Genau, weil wir eben hier auch nicht mit einem Break kombinieren können, das Ganze. Okay, jetzt haben wir hier natürlich übrigens die Möglichkeit, eine immer laufende Schleife reinzuschreiben, indem wir hier while true schreiben. Das ist die berüchtigte while true Schleife, die wird niemals zu einem Ende kommen und wird unendlich weiterlaufen. Ist im Endeffekt genau dasselbe, was wir davor hatten, wenn wir den Counter nicht verringern. Denn ja, dann ist diese Bedingung hier oben immer wahr und dementsprechend läuft diese Schleife auch für immer. Also außer wir beenden das Programm mit Absicht. Das ist übrigens auch etwas, was sinnvoll ist. Also manche denken irgendwie so, das hat gar keine Anwendung. Aber schaut euch dieses Fenster an. Das Fenster hier wird nicht beendet, außer ich klicke auf den Schließen-Button oder ich klicke hier auf File und dann Exit. Ja? Es wird nicht beendet. Und das heißt, hier steht eigentlich eine While-True-Schleife drin, mit Ausnahme davon, wenn ich hier auf Exit gehe, dann ist hier quasi ein Break. Also das mit dem Break können wir auch machen. If counterino gleich 1, dann breaken wir. Das geht. Und dann beende ich diese Schleife vorzeitig. Das könnt ihr euch so vorstellen, wenn der Input vom User Quit oder Exit ist, dann Break. Ansonsten ist das Ding hier eigentlich eine While-True-Schleife und das ist mit jeder grafischen Oberfläche so. Oder mit den allermeisten. Zumindest, wenn sie irgendwie kein geplantes Ende finden sollen. So, jetzt haben wir aber immer noch nicht mit diesen Vektoren hier oben gearbeitet und für die gibt es eigentlich spezielle Schleifen, weil es da eben sehr viel einfacher sein kann, wenn wir nicht automatisch mit while arbeiten müssen und irgendwie selber zählen müssen. Also ich meine, wir könnten hierher gehen und den Counterino müssen wir nicht mal auf Mut setzen. Wobei doch, wir müssen ihn auf Mut setzen. Counterino ist gleich v.len. Ja? Das wäre die Länge des Vektors. Also so viele Elemente sind hier drin. Ich zeige euch mal eben, wie das aussieht. Wir kopieren uns das hier runter und geben einmal v.len aus. So. Und dann sehen wir. So. Also v.len ist 5. Ja? 0, 1, 2, 3, 4. Ja? Das heißt, das fünfte Element, es sind 5 Elemente hier vorhanden in diesem Vektor, aber wir fangen trotzdem bei 0 an zu zählen. Und das funktioniert übrigens auch hier, wenn ich das mit Arrays mache, geht das genauso. Dann kriegen wir hier auch natürlich eine 5 raus, weil wir hier 5 Dinge haben. So, das heißt, was ich jetzt hier machen kann, ist, ich gebe mal, ich nehme mal, v.length. Sprich, mein Counterino ist jetzt so lange wie mein Vektor. So genau diese Anzahl an Elementen, die hier drin sind, das ist jetzt der Wert, den Counterino hat. Und jetzt gehe ich hierher und sage, aha, wir starten mit
ja, mit in dem Fall zum Beispiel dem Maximalwert und dann gehen wir hier immer 1 runter und geben nicht Counterino aus, sondern v von Counterino. Was das macht ist, ich kriege natürlich immer das Element meines Vektors. Jetzt habe ich natürlich hier schlechte Werte genommen. Ich mache mal hier 11, 21, 31, 41 und 51 draus, damit wir es unterscheiden können. So, und dann kriege ich natürlich den letzten Wert zuerst, weil ich starte mit dem Wert, also ich verringere den um 1, sprich er ist 5, dann verringere ich ihn um 1, dann ist er 4 und ich greife auf den 4. Wert zu, sprich 4, das ist der hier, dann 3, dann 2, dann 1 und dann 0. Das heißt, ich kriege halt immer genau den Wert. Achtung, wenn ihr das so rum macht, dann führt allein das schon zu einem Fehler. Und ja, dann kriegen wir hier ein Thread Main Panic, weil wir versuchen, auf einen Index zuzugreifen, nämlich auf v von 5, weil wir ja noch nicht verkleinert haben, von diesem Vektor. Und das macht die Sache mit While-Schleifen sehr, sehr unpraktisch. Wir müssen da uns um so viele Dinge kümmern, das wollen wir eigentlich nicht. Dafür gibt es For-Schleifen. Also bei While-Schleifen müssen wir immer im Kopf behalten, was ist eigentlich jetzt immer der Index meines Vektors, beziehungsweise für meinen Vektor, was ist Counterino genau, kann es vielleicht irgendwo out of bounds gehen, ist ein furchtbarer Krebs, ja, machen wir nicht. Deswegen gibt es Möglichkeiten, direkt hier durch zu iterieren. Und ein Iterator, das hatten wir schon mal ganz kurz uns angeguckt, ist eine Art angenehme Art und Weise, da durchzulaufen. Wir sagen dann einfach, der Iterator zeigt auf ein gewisses Element. Ja? Ihr könnt euch das so vorstellen, das hier sind Bushaltestellen, also die 11 ist eine Bushaltestelle, die 21, die 31, die 41, die 51 und wir steigen ein bei der 11 und wir steigen wieder aus bei der 51 und das sind quasi die Anfangs- und die Endhaltestelle. Wir können nicht weiterfahren. Der Iterator kann nicht außerhalb dieser Grenzen gehen. Das kann der gar nicht. Und ja, wir können jetzt hier jeweils die einzelnen Bushaltestellen uns genauer angucken. Das ist ziemlich cool. Und der Iterator ist so ein bisschen der Bus, der da durchfährt. Also, was wir machen ist, for i in v geht auch mit Arrays. Also ihr könnt das gerne mit beiden einfach ausprobieren. v.iter. v.iter macht Folgendes, es baut mir einen Iterator zu meinem Vektor. Und ja, wir gucken uns das jetzt buchstäblich einmal an. Und die Vorschleife ist hier eben mit ihrem in relativ angenehm zu handeln. Das heißt, auch hier schleifen wir wieder durch, sprich wir führen das so lange aus, bis wir hier noch einen Wert haben. Und irgendwann sagt mir dieser Iterator, ja nee, ich bin jetzt durch, Endhaltestelle, steig aus und dann steigen wir aus der Schleife aus. Ja? Und wenn eure Vektoren einfach 0 sind, dann gibt es halt keine Anfangs- und keine Endhaltestelle, sprich wir führen die Schleife gar nicht erst aus. Okay, was wir jetzt machen ist also einmal ganz kurz uns angucken, was wir hier haben. Und zwar, ja, das sollte ich vielleicht in die setzen. Quatsch, ich würde es gerne so machen. I. So, I ist im Endeffekt dann immer, wo sind wir? Thread Main Panicked. Warum panikt der? Weil, ach ja. Weil ich versuche hier auf V von 42 zuzugreifen. Ja, es ist logisch, mache ich mir den Vorwurf und nicht Rust. So, ich mache diese Zeile jetzt auch hier einmal kurz raus, weil sonst wird es langsam unübersichtlich. Und wir wollen Übersicht haben. So, wir geben einmal den Wert 11 aus, dann geben wir den Wert 21 aus, dann geben wir den Wert 31 aus, dann 41, dann 51. Klar, wir sind ja hier einmal durchgelaufen mit einem Iterator und steigen hier quasi ein und steigen hier wieder aus. Wir können auch frühzeitig aussteigen, zum Beispiel wenn wir hier if i gleich 31, dann break. Das geht genauso. Und hier habe ich quasi die Möglichkeit, einfach frühzeitig auszusteigen. Aber wie ihr sehen könnt, liefert mir das einen Fehler. Und dieser Fehler, und ich versuche euch da so ein bisschen in diese Fehlerbehebungsstrategie reinzubringen, auch dieser Fehler sagt euch eigentlich schon relativ direkt, was das Problem ist. Und zwar if i gleich 31, es gibt keine Implementierung für und Integer gleich Integer. Das heißt, wir haben hier ein und Integer, das sehen wir hier oben auch. I ist Doppelpunkt und i32 gleich Integer, weil I31 ist einfach ein ganz normaler Integer. So, was ist hier passiert? Nun, ich habe es ja vorhin gerade so ein bisschen angedeutet. Wir sitzen mit einem Iter oder mit I im Endeffekt in einem Bus drin, während das hier sind die einzelnen Bushaltestellen. Wenn wir uns jetzt die einzelnen Bushaltestellen draußen angucken wollen, müssen wir aussteigen. Sprich, wir müssen genau gucken, was steht denn in diesem Wert drinnen. Also das hier ist im Endeffekt nur eine Referenz. Es zeigt mir nur an,
da gibt's was zu gucken. Also es pointet im Endeffekt auf einen gewissen Wert hin und deswegen nennt man die Dinger auch gerne mal Pointer. Oder, also zumindest in C heißen sie Pointer. In Rust heißen sie eher Referenzen, glaube ich. Oder, also normalerweise Pointer oder Referenzen, ist quasi dasselbe. So, also dieses I ist eine Referenz. Es zeigt nur auf den Wert. Es merkt sich, wo im Speicher dieser Wert steht. Da gehen wir noch separat drauf ein. Für den Moment reicht es, wenn wir sagen, okay, wir steigen mal kurz aus dem Bus aus und gucken uns die jeweilige Haltestelle an. Und das machen wir mit einem kleinen Sternchen vorne dran. Wir gucken, was steht denn da eigentlich drinnen in diesem Wert. Also wir gucken wirklich nach, was da drin steht und vergleichen dann. Und dann sehen wir, kein Problem, ich kriege den Wert 11 ausgegeben, ich kriege den Wert 21 ausgegeben und wenn dann die 31 kommt, dann breaken wir. Das heißt, wir steigen vorzeitig aus dem Bus aus und sind fertig. Die anderen Werte werden gar nicht mehr ausgegeben. Und das ist im Endeffekt das Wichtige hierbei. Wir können hier alles machen, was wir auch mit Wildschleifen machen können, aber unser Iterator kümmert sich darum, dass wir nicht aus Versehen out of bounds gehen, sprich weiterfahren als Endhaltestelle. Er weckt uns sozusagen vorher auf. Ich mag diese Analogie eigentlich sehr, sehr gerne, muss ich sagen gerade. Merkt ihr vielleicht. Ist vielleicht auch eine dumme Analogie, gebt mir mal gerne dazu Feedback. Okay, jetzt haben wir aber natürlich noch ein Problem. Es kann ja vorkommen, und das ist definitiv nicht selten, dass ich Werte in meinem Vektor verändern möchte. Klar, dazu brauche ich erstmal einen Mut-Vektor. Und jetzt würde ich eigentlich ganz gerne sagen, ey, bitte, das zeigt mir, das Sternchen I zeigt mir ja auf einen gewissen Wert. Lass doch mal einfach gucken, was steht denn in meinem Vektor vorher drin, was steht nachher drin und jetzt lass mal hier wirklich einen Wert verändern. Also vielleicht nur die ersten beiden Werte, weil danach breaken wir weiterhin und ich würde das gerne behalten und lass die einfach mal um 1 größer machen, damit es schön frustrierend ist, dass wir hier nicht auf 41 kommen. Jetzt sehen wir hier, auf 42 kommen, meine ich, jetzt sehen wir hier eindeutig, das geht nicht. Wir können nicht assignen, weil das Ding immutable borrowed Content ist. Das heißt, wir leihen uns sozusagen Content von jemand anders und naja, es besitzt eben diese Variable v diesen Content. Wir können das leider nicht machen, weil wir nicht drauf zugreifen dürfen. Wir haben nicht die Rechte dazu, wenn man so möchte. Das ist, als würdet ihr versuchen, meine YouTube-Videos zu ändern. Das ist gut, dass das nicht klappt. Aber wir können hier einstellen, dass dieser Iterator diese Rechte bekommt. Und zwar, ein Iterator kann auch mutable, also veränderbare Referenzen auf diese Sammlung bekommen. Und ein Vektor und ein Array sind beides Sammlungen. Sprich, wir können hier sagen, ey, mach das Ding mal veränderbar. Dadurch wird mein I unterstrichen und ich kann jetzt tatsächlich die Werte in I, also mit I verändern, weil I zeigt ja im Endeffekt auf den Speicher, wo diese Werte drin geschrieben sind. Und wenn wir uns jetzt mal angucken, vorher steht hier 11, 21, 31, 41, 51 drin, dann verändern wir die Werte, gehen durch die Schleife ein paar Mal durch und dann steht hier 12, 22, 31, 41, 51 drin, sprich wir haben die Werte im Vektor geändert. Wir mussten den Vektor nicht neu bauen, also sprich let v gleich irgendwas anderes, sondern wir haben wirklich die einzelnen Werte verändert. Aber dazu muss sowohl v mutable sein, ich zeige euch das mal, wie es sonst aussieht. Aha, die ganzen Werte sind immutable, sprich ich darf gar keinen iter-mut erzeugen, wenn v nicht mutable ist. Das geht nicht. Sprich, v muss mutable sein und ich muss hier explizit sagen, dass diese Schleife auch mutable Werte, also veränderbare Werte, bekommen soll. Und ja, dann kann ich die Werte erzeugen. So, das ist das große Ding hierbei. Okay. Wichtig ist aber auch noch, es gibt eine zweite Art und Weise und die ist noch ein bisschen invasiver für unsere Schleife oder für unseren Vektor als die hier. Wobei eigentlich nicht invasiv, aber ich zeige euch, was ich meine. Wir nehmen uns einmal das hier, also dieses, genau das hier. So, wir nehmen uns das komplette Ding. Wir brauchen hier allerdings jetzt kurz einen Vektor nochmal dafür. Das heißt, ich mache hier einmal den Mut vorne dran weg, brauchen wir nicht. Und wir machen hier einmal das Iter raus und das hier brauchen wir auch nicht. So, eine ganz stinknormale Schleife für einen ganz stinknormalen Vektor, den wir jetzt vielleicht V2 nennen. Und V2, V2, V2. So, und jetzt brauchen wir hier einen Vektor. Ich mache hier mal nochmal eine 1 rein. So, 100, da,
da und da und da. So, dann können wir sie auch vernünftig unterscheiden. Ihr versteht, was ich meine. So, wenn wir jetzt hier eine Kopie des Vektors erzeugen wollen, also ein Intuiter, das ist die große andere Sache, die ich euch zeigen möchte, dann sehen wir hier vorne, wir bekommen keine Referenzen mehr auf meine Is, sondern wir konsumieren wirklich. Und jetzt ist anders als hier. Hier bekommen wir ein und mut i32, also eine Referenz, dieses und, sprich einen Zeiger auf eine Zahl, der mutable ist und eigentlich auf ein i32 zeigt. Hier oben bekommen wir die reine Zahl. Das heißt für uns, der Vektor wird aufgelöst. Der Vektor existiert eigentlich nach meiner Vorschleife nicht mehr. Und ich versuche ihn hier unten trotzdem nochmal auszugeben. Das sieht dann so aus. Aha. Wir versuchen, den zu klonen und wir bekommen Borrowed of Moved Value V2. Wir bekommen hier nicht mehr die Möglichkeit, diesen Vektor hinten dran zu verwenden noch. Es geht buchstäblich nicht mehr. Und das ist das Brutale hierbei. Wir konsumieren den Vektor und danach ist er weg. Wenn ich das jetzt hier rausmache, sehen wir, ich kann den durchaus so verwenden. Ich kann ihn halt konsumieren und dann aufbrauchen. Davor kann ich meinen Vektor benutzen und dann zerbreche ich ihn sozusagen in seine einzelnen Bestandteile und dann ist er weg. Also so, als würde ich quasi einen Kuchen aufschneiden und die Stücke wirklich essen. Also das hier ist meine Kuchenstücke, wenn ich den Intuiter aufsplitte. So, das heißt, danach existiert mein Vektor einfach nicht mehr. Was aber ganz cool ist, weil ich jetzt alle Rechte über alles davon habe. Ich habe nicht einfach nur Referenzen, sondern ich bekomme diese Werte jetzt hier und ich kann sie verarbeiten. Was sehr, sehr cool ist, wenn ihr zum Beispiel mit sehr großen Datentypen arbeitet oder sehr vielen Daten arbeitet und dort relativ effizient mit dem Speicher umgehen müsst. Ihr bekommt zum Beispiel hier direkt diese Dinge und danach ist euer Vektor aufgelöst und ihr müsst euch nicht mehr darum kümmern, dass der Vektor auch vernünftig weggevektort wird. Übrigens, Fun Fact, mit Arrays geht das nicht. Wenn wir hier mal kurz unser Array V2 nennen, dann nennen wir das V2 und dann machen wir die Zeile raus. Arrays kann ich noch durchaus, ich muss das einmal kurz so machen. So, Arrays kann ich durchaus noch danach weiterverwenden. Einmal kurz gezeigt. Hier, so, 1, 2, 3, 4, 5. Ich löse auf mit meinem Intuiter und danach kann ich mein Array noch verwenden. Das ist ein feiner Unterschied zwischen Vektoren und Arrays. Vektoren lösen sich hier tatsächlich auf. Vielleicht ganz kurz hier erklärt, das liegt einfach daran, dass Intuiter, also diese Funktion hier, für die Arrays nicht wirklich die Eigentümerschaft übernimmt, sondern eigentlich in dem Fall, naja, nur eine Art besseren Iterator über die einzelnen Referenzen für die Array-Elemente benutzt. Also im Grunde genommen löst hier Intuiter für uns die Referenzen direkt auf und zeigt dann auf die eigentlichen Werte des jeweiligen Dings in unserem Array. Hier, ich zeige euch das nochmal. So, wir kriegen immer noch ein i32, aber es zeigt halt buchstäblich einfach nur auf die Zahlen. Und ja, im Hintergrund liegt das daran, dass unser Array eben auf dem Stack gespeichert wird und nicht auf dem Heap, weil eben, also auf dem Stack gespeicherte Variablen haben an sich dieses Konzept der Eigentümerschaft nicht, wie es für Heap-Datenstrukturen ist. Und der Vektor liegt auf dem Heap, der Array hier oben liegt auf dem Stack. Und naja, bei den Eigentümerschaften ist das bei den beiden ein großer, großer Unterschied. Man kann die nicht so einfach übertragen, wie es jetzt bei Intuiter für Vektoren passiert. Aber das war jetzt schon sehr, sehr fortgeschrittenes Wissen, gerade eben mit den kleinen Feinheiten zwischen Arrays und Vektoren. Das mit der Eigentümerschaft und vor allem diesem Heap-Stack-Gedöns, das gucken wir uns definitiv wann anders an. Ich glaube, ich habe euch für heute genug beansprucht. Das ist definitiv nicht so einfach zum Reinkommen, also gönnt euch vielleicht ein zweites Mal. Versucht es auch wirklich selber. Das ist die allerwichtigste Sache, die man hier machen kann. Und ja, vor allem wünsche ich euch auch viel Spaß beim Ausprobieren. Wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.